Frohe Weihnachten wünsche ich dir. Und normalerweise würde ich dir heute ein Video präsentieren über ein altes weihnachtliches Kobi-Set. Aber dieses Jahr brechen wir die Tradition. Willkommen in der Noppenplätzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute sprechen wir über das Kobi-Set 20006, die Nativity Scene, die Krippe aus Klemmbaustein aus dem Hause Kobi. Und ja, normalerweise würde ich euch ein älteres Set vorstellen und ich bin richtig froh, dass Kobi diese Serie neu aufgelegt hat und ich somit eine neuere Krippe unter meinen Tannenbaum stellen konnte. Wichtig, Nativity Scene ist der englische Begriff für Dioramen, die die Weihnachtsgeschichte darstellen. So grob hat mir das Wikipedia verraten. Also eine Krippe aus Klemmbaustein und meiner Meinung nach aus den besten Klemmbausteinen der Welt. Aber ob das stimmt, das schauen wir uns gleich an, hier auf meinem Bautisch. Da liegt sie auf dem Bautisch. Die Nativity Scene, das englische Oberwort für alle Darstellungen der Weihnachtsgeschichte in Bethlehem. Das Kobi-Set 20006, 381 Steinchen mit 5 Minifiguren und 3 Tierchen, einen Ochsen, einen Esel und ein Schaf, sowie natürlich Jesus, Maria, Josef und Kaspar, Melchior und Balthasar mit Gold, Myrrhe und Weihrauch und natürlich der Star dieses Sets, der Stern von Bethlehem, in dem Stall mit der Krippe zu Bethlehem und ganz festlich hier mit so einem schönen blauen Nachthimmel. 381 Steinchen und dann schauen wir uns einmal die Rückseite an. Da ist der Nachthimmel schon etwas mehr einen göttlichen Glanz gewichen. Wir haben es hier weiß und ich muss sagen, und gut, dass Kobi hier oben das so einrahmt. Ich finde, die Figuren sind richtig gut getroffen. Wenn ihr euch mal hier auf dem i meine Kobi-Playlist anguckt mit den ganzen anderen christlichen Sets, die ich euch vorgestellt habe, da hatten wir in einer älteren Krippe eine Maria mit blauen Haaren. Hier hat sie nur einen blauen Umhang. Lassen wir den Stern zu Bethlehem einmal fliegen, dann können wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer anschauen. Nicht göttlich, sondern nur dank Zauberhand auf den Tisch gefallen. 16 Bautüten voller verschiedenster bunter Kobi-Steine. Das ist man so ja nicht gewöhnt, wenn man nur Fahrzeuge oder Militarier von Kobi baut. Deswegen haben wir hier richtig schöne Farben. Das Braun, das Gelb des Sternes, viel Grün. Gefällt mir. Sowie hier eine 8x16er Plate in Tan und eine 16x16er Plate hier in diesem Nougat und die Anleitung zu unserer Nativity Scene oder wie wir auf Deutsch sagen würde, zu unserer Krippe, das Kobi-Set 20006. Altersempfehlung ab 7 Jahren. Und da schaut ein Löwe zu, hoffentlich frisst er nicht hier Ochse, Esel oder das Schaf. Die Anleitung natürlich hier in so einem Postkartenformat, Klammer gebunden, Hochglanz bedruckt und anders als bei den neueren Kobi-Sets, hier dann nur ein blauer Hintergrund, wie man es von früher kennt oder bei älteren Sets. Die neueren Sets haben teilweise hier ja auch das Design vom Karton wiedergespiegelt. Hier haben wir es nur blau. Wir bauen dann wie folgt. Wir haben 16 Tüten, die reißen wir auf und legen unsere Plates hier im ersten Step so hin. Wir haben keine Erklärungen für Sondersteine, obwohl hier ziemlich viele Steine, die Kobi besonders machen, aus dem Repertoire dabei sind. Keine Seitenzahlen, das heißt, wir klemmen drauf los, nachdem wir uns sortiert haben, vom Baustep 1 bis zum Baustep, ich habe es hier hinten, 86, wenn wir das Feuer und Jesus in die Krippe legen. Irgendwie ein krasser Widerspruch, aber irgendwie auch Meta. Einmal das Feuer, die Flamme und dann einmal Jesus Christi. Das hätte so ein bisschen auch Vibes von Yin und Yang, von Dunkel und Hell oder auch einfach nur von dem Heiligen Geist, der ja auch oft mit Feuer dargestellt wird. Wir sehen, ganz viele Bausteps sind halt hier auch zusammengepresst. Das macht Kobi in letzter Zeit ja öfter so. Und für alle, die Kobi-Anleitung noch nicht so richtig gelesen haben, in diesen rechteckigen Kästchen mit runden
Ecken stehen immer die Steine, die wir brauchen. Pfeile weisen uns den Weg. Und der Baustep, den wir klemmen, ist immer der farbige, heißt der aktuelle. Und wir haben Anlegehilfen für Fliesen und für Bars, so wie hier auf der vorletzten Seite beim Bauen, habe ich das gesehen, hier für die Stäbe zum Anlegen. Immer ganz interessant, dass wir hier die Steine sehen, die wir verklemmt haben, verbaut haben, damit wir nachvollziehen können, falls ein Stein fehlt oder falls wir mal mocken wollen und wir brauchen einen ganz besonderen Stein. Und als Hilfe hier bei 5 Figuren, welche Figur wird wie zusammengeklemmt. Sollte euch ein Stein fehlen, hier unten auf der Webseite monieren und auf der Rückseite dann immer ein bisschen Werbung zu den ganzen aktuellen Sets. Hier natürlich die Sets, alle mit dem Bezug zu Weihnachten, nämlich die Christmas Tree Ornaments und dann die Merry Christmas Sets. Findet ihr alle hier oben auf dem in meiner Playlist. Ja, dann wünsche ich euch jetzt spannende Fakten. Lauscht da gerne zu, gerne auch besinnlich. Nehmt einen Vanillekipferl und vielleicht einen weißen Glühwein. Und dann sehen wir uns und hören uns gleich wieder beim Review. Viel Spaß beim Lauschen bei der Faktenzeit und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich, liebe Freunde, müssen wir heute über die Geschichte aller Geschichten zum Fest aller Feste sprechen. Und sprechen ist das richtige Stichwort, denn ich werde euch jetzt aus dem Evangelium nach Lukas die Weihnachtsgeschichte erzählen. Und es gibt eigentlich 2 Geschichten, nämlich einmal die vom Lukas und dann die von Matthäus, nicht Lothar, diesen Gag werde ich heute nochmal bringen, aber die von Lukas ist die am weitest verbreiteten. Deswegen, Freunde, lehnt euch zurück, nehmt einen Schluck Glühwein, vielleicht eine kleine Oblate, mit Lebkuchen allerdings drauf, und höret der Geschichte nach Lukas aus dem Evangelium im Neuen Testament. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf den Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten und Gott sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in einer Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Worte aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denen zu ihnen gesagt war. Das Neue Testament, Lukas 2, Verse 1 bis 10 aus der Bibelübersetzung nach Martin Luther.
Normalerweise würde ich euch sagen, na, waren das nicht spannende Fakten? Aber von 100%igen Fakten können wir hier ja, auch wenn es das meistverkaufte Buch der Welt ist, wohl neben Herr der Ringe oder so, nicht ausgehen. Denn diese Geschichte ist ja 2400 Jahre her, plus minus 10 würde ich sagen. Und ich glaube, das sagen auch die ein oder anderen Historiker. Trotzdem eine schöne Geschichte, die uns moralisch auf jeden Fall viel mitgegeben hat. Und damit meine ich also allgemein die Bibel. Aber keine Angst, das wird hier kein christlicher Kanal. Passt halt nur ganz gut zum 24., 25. und 26. Dezember. Und ich mag diese Sets. Und dieses Set ganz besonders, warum, weshalb, wieso, das klären wir jetzt natürlich beim Klemmbaustein-Review der Nativity Scene von Kobi aus dem Jahr 2024. Nach Christi Geburt, das Set 20.006. Freunde, viel Spaß dabei. Nach 1 Stunde und 23 Minuten steht sie da, unsere Nativity Scene, das Kobi-Set 20.006 mit 381 Steinchen, 5 Minifiguren und 3 Tieren, sowie natürlich dem Jesuskind als Baby, das hier nicht wirklich als Figur zählt. Da liegt es ganz klein. Ist ja logisch, denn diese Szene stellt ja nun mal die Weihnachtsgeschichte dar, Christi Geburt. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben toll bedruckte Figuren, aber dieses Set ist nicht nur was für gläubige Christen, sondern wenn ihr Kobi, Bauer, Mocker seid, ist dieses Set vielleicht auch eine gute Alternative, um an Steine zu kommen. Besprechen wir aber erst einmal das Thema Nativity Scene. Ihr seht im Hintergrund schon das Set, das ihr dann wahrscheinlich 2025 an Heiligabend zu sehen bekommt, nämlich dieses Set hier, denn Kobi hat früher viele Sets rausgebracht in diesem christlichen Rahmen. Vielleicht könnt ihr euch an die Shorts auf meinem Kanal erinnern mit den Bible Characters, die ich euch auch hier nochmal als Video präsentieren werde auf dem Kanal, oder solche Sets wie Nephew's Bow. Da geht es zwar mehr um die Mormonen, aber ich habe euch auch schon einmal hier die Arche Noah gebaut. Alles übrigens zu finden hier oben auf dem i auf meiner Kobi-Playlist. Zum Thema Krippe bei Kobi könnte man fast meinen, dass dieses Set-Art sowas ist, auch wie so, ja, der Signature Move. Wobei wir alle wissen, das ist bei Kobi eher die Titanic oder ein Tigerpanzer oder ein Sherman. Aber auch die Krippenszene gab es bei Kobi ganze 5 Mal bis zur 20.006. Nämlich die 28.021, die 28.024, die 28.025, die 28.027 und die 28.029. Könnt ihr alles nachschauen bei Kobipedia. Findet ihr wie immer auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die 28.021 und die 28.029, die seht ihr gerade hier auf dem Tisch links und rechts neben der aktuellen Krippe aus dem Hause Kobi. Gebraucht habe ich 1 Stunde und 23 Minuten für diese 381 Steinchen und aktuell bei Kobi gibt es das Set für 35,99 €. Kobi hat in letzter Zeit ja immer mal wieder Aktionen gehabt, also es kann sein, dass man, wenn man bei Kobi direkt bestellt, günstiger drankommt und auf dem Markt dann sowieso. Und ich glaube wirklich, anhand der vielen Steine, die besonders man bräuchte, um was zu mocken, für seine Fahrzeuge zum Beispiel, die Kobi im Angebot hat, ist diese kleine Scheune, dieser kleine Stall vielmehr, gar nicht mal so schlecht. Und vor allen Dingen auch, weil der ein oder andere Stein drin ist, den man bei Kobi eher seltener bekommt, auf jeden Fall in der Anzahl. Kommen wir aber gleich dazu. Wichtig natürlich, wie immer, die Anleitung. Die ist eigentlich gut zu lesen, aber ich möchte mal behaupten, dass ihr das Set schneller bauen könntet als ich, denn ich habe ja wirklich in der Mitte bei diesem Baustep bei den Dachverstrebungen viel Zeit verschwendet, weil Kobi viele einmal 7er, 10er und so weiter Plates dabei hat in verschiedenen Farben. Und irgendwie hat mein Hirn da Aussetzer gehabt, hat sich wahrscheinlich schon auf Glühpunsch und Zimtsterne gefreut, statt hier konzentriert zu lesen. Also die Dachkonstruktion hat bei mir ein bisschen
ja, Schwierigkeiten verursacht, wo eigentlich keine sind, denn man kann das Set gut klemmen. Und ich glaube es ist ein schönes Set, was man mit der Familie zusammen klemmen kann, weil ich finde es ganz spannend, wenn man seine Krippe einfach mit der Familie zusammenbaut und sie dann zusammen unter den Tannenbaum stellt. Ich glaube, das ist was ganz Interessantes. Dann haben wir eine Menge Steine über, nein, 3 Stück. Hier so ein goldener Deckel, ein kleiner Bar und ein Bolzen. Die eigentlichen Steine, die coolen, sind hier. Fangen wir mal mit den relativ unspektakulären Steinen an, aber da es die Action Town Serie bei Kubi ja so nicht mehr gibt, ist so ein Set hier auch ein Set für Tiere. Deswegen hier unser Schaf von Kubi. Hier mit den abgerundeten Hufen kann man es einnoppen. Wie gesagt, bei Action Town gibt es dieses Schaf, was aus wohl 2 Teilen besteht. Hier sieht man es ganz oft. Jetzt mittlerweile halt nicht mehr. Ganz lustig. Sieht ein bisschen aus wie laufende Popfolie. Ihr wisst, was ich meine. Dann natürlich darf in so einem Stall kein Esel fehlen. Hier habt ihr sogar 2. Einmal einen hinter der Kamera, hahaha, und diesen hier von Kubi. Auch wieder die Hufeform so gelöst, dass man, ihr seht es mit diesen kleinen Einkerbungen, ihn auch gut zwischen die Noppen stecken kann. Und ich finde, er ist ganz gut gelungen und schön gedruckt hier um die Augen und oben. Dieser Hahnenkamm gefällt mir ganz gut. Und dann am lustigsten eigentlich ist dieser Ochse, der hier so ein bisschen Spaltmaße hat. Jetzt hat es nochmal Knack gemacht in Braun. Wir haben keine Euter, deswegen gehe ich halt von einem männlichen oder halt einen nicht ehemals männlichen Tier aus, sagen wir es mal so. Auch schön bedruckt hier. Hat auch was von dem goldenen Kalb irgendwie. Also ganz schönes Tierchen, auch wahrscheinlich aus so 2 Formteilen zusammengeklemmt. Dann, und das ist ein Stein, den viele von euch, die Mocken, wahrscheinlich aus alten Action Town Sets gekauft haben oder ihn sich bei Kubi bestellt, nämlich dieses Formteil einer Ehre. Denn viele Mocker, habt ihr vielleicht schon mal gesehen in den diversen Kubi-Gruppen oder bei Kubi selber, mocken mit diesen Ehrenteilen, mit diesen Weizenstängeln Felder für ihre Fahrzeuge, für meistens natürlich Panzer dann. Und die vermisse ich bei Kubi auch in größeren Mengen. Hier in diesem Set, ihr seht es da hinten, sind mehrere verbaut, in Anführungszeichen verbaut. Hier hinten ist nämlich eigentlich der Futtertrog, wo man die reinlegt, wo dann die Tiere sich bedienen können. Deswegen, ich sage ja, als Teilespender nicht schlecht, auch wenn wir hier nur 3 von diesen Steinen haben. Aber der Rest der Hütte ist halt auch sehr interessant. Schauen wir uns mal die 3 Magi an, denn die heiligen 3 Könige wurden erst lange nach der Zeitschreibung der Weihnachtsgeschichte zu Königen. Hat wohl was damit zu tun, dass im Alten Testament steht, dass der Messias von Königen beschenkt wird. Aber es waren laut Matthäus nicht der Fußballer, sondern der das Evangelium geschrieben hat. Laut Matthäus, wie man ja so schön schreiben würde, waren es Magoi, also eher Magier oder Gelehrte. Erst so im 6. Jahrhundert wurden dann wirklich Könige daraus. Und schon damals, sehr früh, hat man daraus 3 gemacht, weil man wusste zwar gar nicht genau, ob es 3 waren, aber man sprach von 3 Geschenken. Und deswegen ging man davon aus, dass dann natürlich 3 Leute was geschenkt haben. Und sehr schnell wurde dann auch durch Weitererzählen, stille Post, daraus die 3 aus dem Morgenland, die halt auch dann 3 Kontinenten zugeteilt wurden, nämlich einmal Europa, Asien und Afrika. Deswegen haben wir hier auch so bei den Figuren 3 verschiedene Hauttöne. Fangen wir mal an mit den Herren hier mit dem Goldgeschenk, würde ich mal sagen. Beziehungsweise ob das jetzt das Goldgeschenk ist oder ob da die Myrrhe drin ist, das wissen wir nicht. Aber wir haben hier einen schön bedruckten König mit tollen Ornamenten, mit einem schwarz oder einer grau-weißen Bart, blauen Schüchen und einen tollen Umhang. Richtig toll bedruckt die Figur. Wenn es doch nur wieder eine Kubi-Mittelalter-Serie geben würde oder Fantasy, dann wäre diese Figur auch dabei. Wobei manche jetzt sagen würden wahrscheinlich, das ist doch eh alles Fantasy, aber das bleibt euch überlassen. Dann haben wir hier auch wieder eine tolle Figur mit Turban, schön bedruckt hier den Bart, das Formteil für den Bart. Ich mache es mal kurz ab. Da, das kennen wir bei Kubi ja auch aus diversen anderen Sets. So sieht der Herr aus ohne Bart, lächelt schön. Auch so eine Art, Toga mit Verbund, goldene Pantoffeln und auch einen goldenen Becher. Also entweder ist da
Weihrauch, Myrrhe oder, ich wollte immer Salbei sagen, aber Gold drin ist ja richtig. Salbei ist ja kein richtiges Geschenk. Aber ihr wisst, was ich meine. Auch eine toll bedruckte Figur. Goldene Schuhe, richtig cool. Und dann, ich glaube, das hier ist der Herr, oh, sie stehen so schlecht, der Herr, der Weihrauch schenkt. Denn als ich früher Messdiener war und Weihrauch geschwenkt habe, dann hat das auch rot geleuchtet, als es verbrannt wurde. Und ich meine, diese Kügelchen waren teilweise auch in so einen Rot gehalten. Und hier wieder auch eine tolle, ja, bedruckte Figur, die richtig edel aussieht. Wie so ein König, auch wenn ich euch jetzt gespoilert habe, dass es gar kein richtiger König war. Dann kommen wir aber zum König der Könige, hier nur ganz klein, nämlich das Jesus-Baby als Formteil mit sogar der Möglichkeit, es hier aufzunoppen. Es ist ein bisschen Gummi, ich will es aber gar nicht aufwecken durchs Quetschen. Was ich aber feiere, ist diese gebaute Krippe aus diesen Mauersteinen in Braun und dann hier mit den Ecksteinen und diesen Slope-Tiles. Richtig cool. Wedge-Tiles, nicht Slope-Tiles, Entschuldigung. Wedge-Tiles, richtig cool und somit kann hier so schön schräg wie eine Krippe unser Jesuskind liegen. Kommen wir zum, ja, ich wollte gerade sagen zur ärmsten Sau, aber zum Josef, der Mann, der Vater wurde, ohne dass er, ja, den Zeugungsschmerz hatte. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Auch eine toll bedruckte Figur, die wirklich, wenn es eine Kobi-Mittelalter-Serie oder Fantasy-Serie geben würde, super wäre, weil sie ist relativ neutral gehalten. Sieht klasse aus, ein tolles Gesicht, tolles Haarteil, schön bedruckt und sein Stab hier, wie es sich gehört, für jemanden, der so eine Wanderschaft anführt, sein Wanderstock, richtig nice und auch hier toll bedruckt mit den Augen und dem Bart. Da sieht man doch gleich, dass der aus dem Geschlechte Davids stammt. Und dann ein bisschen mein Sorgenkind, Maria, die nämlich hier so aussieht, als hätte sie lange Koteletten, dabei soll das eigentlich nur ja, geflochtene Zöpfe sein, mehrfarbig. Sie kommt in Blau daher, schön tailliert auch die Hüfte, schöner Mold, weißes Kleid, normale Kobi-Hände und ja, das sollen keine Haare sein, das soll halt so ein Umhang sein, beziehungsweise so ein, ja, bei Nonnen würde man das halt sagen, so ein Kopftuch. Aber das passt nicht so ganz. Ihr seht vielleicht hier den Gap, also den Kopf muss man da richtig reinquetschen, also das ist irgendwie nicht für diesen zarten Frauenkopf gedacht. Und irgendwie sieht es aus wie bei einer Medusa, als wenn hier Schlangen rauskommen statt Zöpfe. Und gut finde ich aber, dass Kobi hier dieses blaue Kopftuch genommen hat, weil, wenn man im Hintergrund mal guckt und ihr erinnert euch an meine Aussage, beziehungsweise auch an die Review-Videos zu diesem Set zum Beispiel, da hinten sehen wir Maria mit blauen Haaren. Hier bei dem Set, was ich euch nochmal vorstellen werde, sieht man sie mit blauen Haaren. Aber eigentlich soll es immer nur, wie hier wahrscheinlich, ein blaues Kopftuch sein. Also toll bedruckte Figuren, die gefallen mir. Ich bin halt Kobi-Fan, deswegen mag ich das, wenn Kobi hier sich beim Druck richtig Mühe gibt. Wenn ich die Figuren jetzt zur Seite schiebe, soll das nichts Abwertendes sein, sondern ich möchte euch einfach die Krippe näher zeigen, denn sie ist ja der eigentliche Star hier und haha, Star passt ganz gut, nämlich der Stern. Ich nehme ihn mal ab, weil ich die Bauweise ganz gut finde, weil sie ist eigentlich so ein Kobi-Teil, was man benutzt als Anhängerkupplung, beziehungsweise bei Flugzeugen oft, um hinten einen Abschluss hinzukriegen. Und hier im Trans Yellow, nenne ich es mal, hat man den Stern. Und auch hier mit diesen Rohrteilen, die so umgebogen sind und diese typischen Antennen oder Maschinengewehren bei Kobi, die werden zum strahlenden Stern. Das gefällt mir richtig gut. Dann hier so eine C-Clamp rein, ein Stab dran und schon hat man einen Stern, der sogar aufgehen kann, wenn man will. Hier, whoop. Das gefällt mir richtig gut. Also das mag ich bei Kobi, wenn sie Steine einsetzen, die wir sonst in anderen Formen kennen. Gerade weil Kobi ja sonst eigentlich andere Sets macht. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr diesen Sets, diesen Videos von mir eine Chance gebt, wenn ihr zeigt, hey, ich finde interessant, was Kobi da macht, abseits von Panzern, Flugzeugen und Schiffen. Deswegen würde ich mich über das Liken, Kommentieren und Teilen freuen, denn ich mache hier nicht Kobi-Videos, weil ich total auf Militarier stehe. Nein, ich mache Kobi-Videos, weil ich auf Kobi stehe. Das wollte ich euch nur mal so gesagt haben. Und drauf stehen tue ich auf diese Krippe mit den von mir erwähnten da hinten Futtertrog mit diesen Ehrenteilen. Wir haben hier so ein Feuer, wo die Flamme neben dem Feuerholz steht. Meine Güte, ist halt umgesprungen. Wir haben Holzpaneele da hinten. Und wenn man guckt, in der Ecke ein bisschen ugly, haben wir so ein
Kobi Ugly Rock Piece wird es bei Lego heißen. Bei Kobi heißt es halt, ja, Formteil. Und man hat hier so ein bisschen, ja, arabisch anmutendes oder ich weiß gar nicht, mediterran, Levante, so wäre besser. Häuserputz, der so ein bisschen runtergeflossen ist oder in Stein gehauen, wie auch immer. Sieht aber so in der Nutzung ganz cool aus. Von außen, von innen dann halt wieder nicht. Das liegt halt an diesem Formteil. Aber es ist eine schöne, ja, Synergie aus innen drinnen mit diesen Holzformteilen, die ein bisschen so aussehen wie ein Duplo. Also nicht nicht der Legostein, sondern der Schokoriegel. Und von hinten sieht es dann halt so blöd aus. Dafür dann aber hier wieder an der Ecke gut. Eine Schwachstelle gibt es hier, die seht ihr schon. Buff, das ist diese Stelle, die nur an einer Noppe hängt, diese Wedge Plate hier. Deswegen hätte ich es besser so von unten anfassen sollen. Das Dach finde ich gut. Viele solche auch großen Wedges als Flat-Teil quasi. Dann hier die großen marmorierten Teils, die Fliesen. Das gefällt mir. Hier auch so kleine, ja, sieht fast aus wie Biberschwänze im schwäbischen Raum. Wir haben viel Platz, um hier die Tiere aufzunoppen. Und wir haben eine toll gebaute Tür, die fast ausschließlich hier mit den maserierten Fliesen auskommt, die wir auch aufklappen können, die einen Metallgriff hat. Wir können da durchgehen. Die Steine hier, die schönen kaputten Ecksteine, also wirklich normale Bausteine, viele von Kobi da drin. Und dann hier so, ja, nicht die Rose von Jerusalem, aber auch kein Dornbusch, aber so eine Schlingpflanze, ganz simpel gebaut aus diesen Sternenpflanzenteilen mit grünen Schläuchen. Das haben wir auch schon gesehen bei dem römischen Gladiatoren-Schulenhaus oder halt auch bei der St. Mary Eglise. Finde ich gut. Und auch hier haben wir wieder so ein, ja, ich nenne es einfach jetzt auch mal Ugly Rock Piece bei Kobi. Von hinten dann sieht man, wie man es gebaut hat. So eine Krippe ist ja auch irgendwie nur Fassade, aber es gefällt mir und ich glaube, ihr könnt erahnen, warum ich meine, wenn man hier irgendwie mocken möchte, man möchte einen alten, kaputten Bauernhof neben seinen Panzer stellen, wenn man eine historische Szene aus Russland nachbauen will oder wie auch immer, ist ja egal, ist hier dieses Set unabhängig von seiner Nutzung als Krippe sicherlich auch ein Set, was man gut dafür für die Steine verwenden könnte. Bei mir geht sie jetzt gleich nach diesem Video unter den Christbaum, denn da gehört sie hin. Ich feiere diese Sets und ich würde mich freuen, wenn ihr sie auch feiern würdet. Aber damit ihr das vielleicht besser einschätzen könnt, gibt es jetzt noch einmal Detailbilder und dann sehen wir uns danach nochmal wieder und schauen uns in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, und wie immer an dieser Stelle bekommt ihr Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck von dem Set verschaffen könnt. Und wie immer gibt es auch nochmal Fakten on top. Wusstet ihr, dass der 25. eigentlich nicht so wirklich Christi Geburt ist? Der 25. Dezember war eigentlich der höchste Feiertag des römischen Gottes Sol Invictus. Ein Sonnengott, der höchste Gott der Römer, der die alten an die Griechen angelehnten Götter abgelöst hatte. Später, lustigerweise, wurde halt auch dieser Gott abgelöst, nämlich durch das Christentum. Man behielt aber den höchsten Feiertag bei. Diese Festlegung auf das Geburtsdatum Christis wurde Mitte des 4. Jahrhunderts festgelegt in der sogenannten Konstantinischen Wende. Und früher wurde auch wirklich angenommen, dass diese Geburt eher im Frühjahr war und so haben auch die ersten Christen eher Weihnachten im Frühjahr gefeiert, weil es heißt ja in der Weihnachtsgeschichte, ich habe es euch eben erzählt, dass die Hirten bei ihrer Herde waren, nämlich zu der Zeit, wo die Lämmer geboren werden und das ist der Frühjahr. Und dann ist es auch nicht mehr ganz so kalt. Und deswegen ist der 6. Januar eigentlich das Fest, wo früher die ersten Christen Weihnachten gefeiert haben. Und daraus wurde dann später der Tag der Heiligen Drei Könige. Also eine Verschiebung und eine Mixtur vieler, vieler kultischer Daten, die zu dem Kalender geworden sind mit den Feiertagen, wie wir ihn heute kennen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als das Weihnachten bald zu Ende ist und wir schon wieder Ostern vor der Tür stehen haben. Die Zeit, die rennt ja. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Nativity-Szenen. Über das Kobi-Set 20006 haben wir heute gesprochen. Und ich muss sagen, mir gefällt es.
Ich bin natürlich in diesen christlichen Themen bewandert, weil ich Weihnachten liebe. Deswegen habe ich euch auch die Weihnachtsgeschichte erzählt und ich mag die Figuren. Ich finde dieses Set grandios. Eine tolle Erweiterung zu diesen älteren Sets von Kobi. Und es hat Tradition. Es gibt eine ganze Menge Sets von Kobi, die dieses Thema schon dargestellt haben. Und ich sage es, glaube ich, jedes Jahr. Ich finde gut, dass eine Firma aus einem erzkatholischen Land auch dieses Thema durchzieht, wenn man bedenkt, was Kobi sonst ja alles immer für Sets rausbringt. Eine schöne, friedliche Ergänzung, nenne ich es mal so. Und jetzt für alle die mit Weihnachten und christlichen Festen und Traditionen nichts am Hut haben und trotzdem Kobi toll finden, ihr könnt diese Figuren ja auch alle beiseite schieben. Dann habt ihr hier einen Stall mit einer Palme und ihr könnt euren Jeep, euren Panzer oder euer Flugzeug da vorstellen, wie auch immer ihr das wollt. Ich finde es gut, dass wir dieses Jahr mehr Gebäude bekommen haben als ja, viele Jahre zuvor bei Kobi, wenn ich an die Kirche da hinter mir denke oder an die Römer-Serie oder wie jetzt hier den Stall zu Bethlehem. Ich finde es klasse. Ich habe hier nichts zu meckern. Über den Preis lässt sich streiten. Aber vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch dieses Set nochmal als Geschenk unter den Weihnachtsbaum und kann dann diese Krippe hier bauen und es gegen die aus China oder aus Holz austauschen. Denn Klemmbausteine sind nun mal das beste Hobby der Welt. Oder was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare und dann wünsche ich euch weiterhin eine schöne Weihnachtsfeierei. Lasst es euch schmecken und wie gesagt, wenn ihr nichts damit am Hut habt, dann genießt die freien Tage, kommt gut zur Ruhe und vielleicht schaut ihr ja mal auf meinem Kanal vorbei, da wird es nämlich um die Feiertage das ein oder andere Video geben und selbst wenn ihr das Video hier nachschaut, schaut mal vorbei, ich habe eine ganze Menge Videos, über 1000, das lohnt sich, da ist bestimmt das ein oder andere dabei, wie auch unter euren Weihnachtsbaum. In diesem Sinne, frohe Feiertage, auf Wiederbauen, euer Freund der Blogstar.